Ja, hallo Leute, der Milo hier. Wie schon im letzten Tutorial versprochen, heute der zweite Teil von der Mixeransicht in Ableton Live 11. Heute befassen wir uns ausschließlich mit den Return-Spuren. Vielleicht habt ihr euch ja schon immer mal gefragt, was ist eigentlich Sense und Return? Warum benutze ich das? Wann brauche ich es nicht benutzen? Wann gibt es bessere Alternativen? Oder wie ist es überhaupt entstanden? Diese Fragen würde ich euch heute gerne beantworten und ich würde sagen, das schauen wir uns direkt mal an. Hier habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Kennt ihr noch aus dem letzten Tutorial? Ich habe das nur mal gerade in zwei Spuren gemacht. Eine Beats-Spur und eine Instrumentenspur. Einfach nur für dieses Tutorial. Da gibt es mit Sicherheit bessere Lösungen, bessere Ansätze, um das zu verdeutlichen. Aber ich wollte es so einfach wie möglich halten, damit es nicht so kompliziert wird, weil sich das ja sowohl an Anfänger als auch auf Fortgeschrittene wendet. Aber jetzt haben wir lang genug geredet. Jetzt legen wir erstmal los. Also Return-Spuren könnt ihr, wie schon im letzten Tutorial beschrieben, ein- und ausblenden mit dem Klick hier auf R hier unten. Oder ihr geht hier oben im Ansichtsmenü auf Return-Spuren ein- und ausblenden. Oder ihr wählt den Shortcut Alt-Command-R und dann sind die auch weg. Wir machen sie wieder hin, weil brauchen wir ja heute. Das sind die Möglichkeiten. Das Track Delay, das blenden wir auch mal hier unten aus. Okay. Fangen wir erstmal an. Return-Spuren könnt ihr in Ableton Live aktuell maximal 12 Spuren legen. Also da seid ihr ein bisschen begrenzt. Das wäre schon mal ein Nachteil, wobei das ist echt jede Menge. Aber ihr könnt die erzeugen mit Alt-Command-T oder Return-Spur erzeugen. Dann macht ihr euch die nächste, machen die wieder weg. Oder eben Alt-Command-T. Und dann habt ihr die auch erzeugt. Sehen die prinzipiell erstmal aus wie eine normale Audiospur, außer dass ihr hier nur Audio zu habt. Ihr habt hier auch in den Return-Spuren eure Sense-Regler. Viele fragen ja, was ist der Unterschied zwischen Sense und Returns? Im Prinzip ist das ein und das Gleiche. Die arbeiten beide Hand in Hand zusammen, weil ein Sense-Regler habt ihr nicht ohne eine Return-Spur, zumindest in Ableton Live nicht. Kann ich euch gerade zeigen, wenn ich die Spur hier lösche, habt ihr einen Regler weniger. Wenn ich die wieder reinmache, zack, habt ihr den nächsten Regler. Aber die arbeiten zusammen. Jetzt gibt es nur einen gravierenden Unterschied, muss man kurz erklären. Also diese Sends hier, die sind standardmäßig ausgeschaltet. Das hat seinen Grund, weil wenn ihr die eingeschaltet habt und sendet jetzt praktisch erst die Spur in den Return und dann den Return wieder in diese Spur oder in die nächste Spur, das erzeugt einen Feedback Loop und der kann, wenn sich so ein Delay oder so ein Return unendlich hochschaukelt, zu krassen Übersteuerungen etc. führen, Lautstärkeschwankungen, und um das von vornherein zu unterbinden, sind die standardmäßig erstmal ausgeschaltet. Könnt ihr aber natürlich einschalten. Zeige ich euch dann, wie man das nutzt, so ein bisschen später. Ihr habt Sense auf den einzelnen Spuren und ihr habt es auch auf den Gruppenspuren. Ja, das heißt also, ihr könnt es sowohl auf der Spur einstellen oder auf die Gruppenspur einstellen. Das bleibt euch überlassen. Dann habt ihr hier noch so ein Post und Pre. Also wenn man drauf drückt, ist es Spray und standardmäßig steht das auf Post. Relativ einfach erklärt, aber vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Bei Post heißt es, das kommt nach dem Mixer, wird das Signal abgegriffen. Also das heißt, die Lautstärke hat einen Einfluss auf den Send-Einteil. Und auch Pan, egal was ihr da eingestellt habt, das wird erst nach den Mixer-Einstellungen abgegriffen, also das beeinflusst logischerweise euer Endsignal. Bei Pre ist es unabhängig von den Mixer-Einstellungen. Da wird das Signal vor dem Mixer abgegriffen und ist eben nicht durch den Pan oder die Lautstärke vom Mixer beeinflusst. Zeige ich euch dann mal den Unterschied gleich, nur dass ihr das erstmal grob im Überblick die Theorie wisst. So. Und diese Regler bestimmen immer, wie viel Anteil des Signals an die jeweilige Spur gesendet wird. So, und in den Return-Spuren könnt ihr diese Regler, wie ich es eben schon gesagt habe, einschalten, indem ihr auf rechten Mausklick geht, Sense aktivieren, oder wenn ihr alle aktivieren wollt, dann alle aktivieren. Wir lassen das gerade erstmal so, weil wie gesagt, das zeige ich euch gleich später nochmal. Und so eine Return-Spur kann natürlich auch hier zu einem anderen Ausgang geroutet werden.
Wenn man jetzt zum Beispiel früher eine Band oder irgendwie hatte und möchte, dass jetzt ein Musiker oder der Vocalist einfach ein besonderes Delay hat oder einen besonderen Hall auf der Stimme oder auf dem Instrument, dann könnt ihr das direkt dahin senden. Und was noch ein entscheidender Unterschied ist zwischen den normalen Spuren, wenn ich so eine normale Spur hier nehme und verschiebe die, ist kein Problem. Eine Return-Spur, die bleibt, wo sie ist. Ich kann die zwar umbenennen, aber ich kann sie nicht verschieben. Ja, und was ist jetzt der gravierende Unterschied? Habe ich ja eigentlich schon erklärt. Eine Return-Spur greift über die Send-Regler das Signal ab, entweder vor oder nach dem Mixer. Heißt, ich kann hier einen Effekt rein tun oder mehrere Effekte, das zeige ich euch auch gleich nochmal, und kann die auf alle möglichen Spuren zumischen. Während ich mit so einer normalen Spur, wenn ich da einen Effekt drauf habe, ich gehe jetzt mal hier auf den Respace und ich mache jetzt mal hier gerade auf hier, dann habe ich jetzt hier ein Delay. Ja, das ja direkt dann auf dem Effekt ist. Das ist dann nur auf dieser Spur drauf. Das kann ich nicht zu anderen Spuren routen. Also ich müsste dann jedes Mal dieses Delay wieder in eine eigene Spur legen. Könnt ihr euch vorstellen, bei 4 Spuren oder 6 Spuren macht das jetzt nicht so viel aus. Aber wenn ich jetzt so Tracks habe mit ganzen Bands oder orchestrale Sachen mit hunderten von Spuren, dann kann das schon den stärksten Rechner in die Knie zwingen. Und deshalb macht das schon Sinn, um Prozessorleistung zu sparen, solche Effekte in einen Return-Kanal, also in eine Return-Spur zu legen. Was noch entscheidend ist, nicht alle Effekte sind geeignet für Return. Also so die klassischen Effekte, Delay, Hall, Kompression, solche Geschichten, kein Problem, sind bestens geeignet für Return-Spuren, weil die haben in den meisten Fällen alle einen Tri-Wet-Regler. Es gibt aber auch Effekte, die will ich gar nicht auf dem Return haben, weil die will ich gar nicht auf jeder Spur haben, die würde ich dann direkt auf eine Spur legen. Ja, vielleicht habt ihr euch schon immer gefragt, was sind so die Unterschiede zwischen einer Gruppe, einem Bass oder Bus, ja, wie auch immer, oder AUX, also eine normalen Spur und eine Gruppenspur. Das habe ich jetzt in Teilen schon erklärt. In einer Gruppenspur kann ich natürlich auch Effekte drauflegen, die würden sich dann auf alle in der Gruppe enthaltenen Signale auswirken. Ja, müsste ich dann auch nicht hier in jede Spur jetzt einen Effekt legen, sondern könnte ihn einmal auf die Gruppe legen. Dann habe ich ein Out drin. Unterschied zum Return zeige ich euch gleich. Die normale Spur brauche ich nicht erklären, ist klar, dann ist der Effekt nur auf der Spur. Und ein Bass ist eigentlich nichts anderes wie ein Gruppentrack, wo man verschiedenes Audiomaterial hinsendet. Das kann man auch über Auxiliary Tracks machen oder eben hier in Ableton Live über das Routing. Das zeige ich euch auch gleich. Ihr habt sowieso generell immer schon einen Bass in Ableton Live angelegt, ohne dass ihr was dafür könnt. Das ist nämlich euer Master. Bei dem endet alles und das ist ein Bass, ein Masterbass. Ja, so kann man das vielleicht auch erklären. Alle Signale werden dort hineingeroutet. Und das wäre in dem Sinne auch ein Bass. Jetzt war es ein bisschen nerdy, technisch. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Also ich habe hier, mache das hier gerade mal auf Play. Ja, hört sich erstmal nicht so spektakulär an, kennt ihr ja noch vom letzten Mal. Wenn ich jetzt hier auf den Master gehe, habe ich ein paar Effekte drauf. So, und jetzt mache ich die an. Extra ein Limiter dahinter geschaltet, würde ich sonst nicht machen, aber damit es hier nicht übersteuert und für euch inakzeptabel wird, habe ich den dahinter geschaltet. Und dann habe ich hier ein Spektrum. So, jetzt mache ich das gerade mal auf Stopp. Jetzt will ich vielleicht sagen, hey, das ist ein cooler Track und ich möchte den jetzt gern mit einem anderen Track vergleichen. So, ich gehe jetzt mal hier in den Browser kurz rein und dann ziehe ich mir hier mal den Track hier rüber. So, hab mir den hier rübergezogen, hab den jetzt auf Warp gestellt und würde ihn jetzt gerne als Referenztrack nehmen. So, dann passiert ja Folgendes. Aus. So, ich spiele den ab und jetzt ist der praktisch doppelt gemastert, weil ich habe ja hier eine gemasterte Version. Habe ja hier auf dem Master auch schon wieder Effekte. Das heißt, ich kann das gar nicht vergleichen, weil ich dann immer die Master-Effekte auch auf meinem Referenztrack hätte. Und dafür könnte ich jetzt zum Beispiel so einen Bass verwenden. Wie wir das machen, zeige ich euch gerade mal. Macht erstmal eine neue Spur erzeugen, neue Audiospur erzeugen. Dann benennen wir die erstmal. Ich nenne die jetzt erstmal Bass. Und jetzt schicke ich
von der Gruppe rüber zum Bass und von der Instrumentengruppe klicke ich auch rüber zum Bass. Und dann muss ich das Ganze noch hier auf In machen und dann ist jetzt praktisch das hier zu dem Bass geroutet und es läuft nicht mehr über die Masterspur. Ist jetzt zu dem Bass geroutet. So, das ist jetzt zu dem Bass geroutet. Wir machen das gerade nochmal an hier einmal. Merkt ihr, läuft natürlich jetzt immer noch über das Mastering, aber jetzt habe ich den Vorteil, jetzt habe ich den Mix von dem erstmal in dieser Spur. Wenn ich die Solo stelle, hört ihr das auch? Ja. Jetzt ist nämlich in dieser Spur und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich nehme mir diese Effekte hier, inklusive dem Spektrometer, mache die auf Ausschneiden, lasse nur den Limiter auf Master, weil da möchte ich ihn gerne haben. Setze mir die hier rein. Ich mache die anderen Effekte hier mal gerade alle weg, weil die macht er mir automatisch, weil das meine Standardeinstellungen sind mit diesen Effekten. Wie das funktioniert, zeige ich euch auch mal in einem Tutorial, aber heute nicht. Und jetzt habe ich die gleichen Effekte, die auf dem Master waren, auf den Bass gelegt. So, das heißt, wenn ich jetzt meinen Referenztrack abspiele, ich mache den gerade mal solo, dann läuft der zwar noch über den Master, aber unbearbeitet. So, und wenn ich jetzt meine anderen Tracks auf dem Bass habe, dann sind die auch unbearbeitet, weil nichts auf dem Master ist. Ich kann aber jetzt hier das gleiche machen wie auf dem Master und könnte mir jetzt das Spektrometer hier nochmal nehmen. Hier. Sorry. Und das einfach hier einsetzen. Und dann könnte ich jetzt schauen, wenn ich und den muss ich ja nicht hören, könnte ich schon sehen, okay, wo ich was machen müsste, um an den Referenztrack ranzukommen. Na? Okay, das wäre jetzt eine Möglichkeit, warum man das auf den Bass macht. Könnte man natürlich sagen, das kann ich auch in eine Gruppe legen. Ja, kann man theoretisch machen. Müsste ich dann jetzt aus diesen vielen Gruppen eine Gruppe machen und könnte mir das Ganze sparen. Das würde wahrscheinlich auch gehen. Aber wie schon gesagt, ein Gruppentrack ist ja auch im Prinzip nichts anderes als ein Bass. Das war jetzt mal ein Beispiel für den Bass. Den mache ich mir jetzt wieder alles rückgängig. Im Prinzip habt ihr verstanden, denke ich. Den Referenztrack brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Kann ich auch wegmachen. So ist wieder alles beim Alten, auf der Masterspur und auf den anderen Spuren. Jetzt zeige ich euch mal die Return-Spuren. Wir legen da jetzt mal einen Effekt drauf. Dazu gehen wir in den Browser, gehen auf die Audio-Effekte und ich sage, wir möchten mal haben einen Reverb. Ich nehme jetzt bewusst einfach nur den normalen Ableton Reverb, gehe den über die Return-Spur und da habe ich meinen Reverb. Ich mache das hier mal alles wieder 0, damit ihr das auch ohne alles hört. Ganz wichtig in der Return-Spur, der Try-Wet-Regler immer auf 100%. Weil wenn ihr das nicht auf 100% macht, dann müsst ihr entweder den Sense-Regler extrem weit aufdrehen, damit ihr den Effekt hört. Was aber noch viel schlimmer ist, wenn der nicht auf 100% wird, kann das zu ganz komischen Auslöschungen kommen. Das hört sich einfach merkwürdig an. Also deshalb immer auf 100% beim Effekt, den Try-Wet-Regler hat. So, jetzt hören wir uns das Ganze erstmal an auf dem Return-Track. Ich nehme mal den Shaker. Den möchte ich jetzt mit ein bisschen Hall versehen. Spiele den mal ab, stelle ihn mal auf Solo. Und dann seht ihr, hier passiert noch gar nichts. Jetzt hier an dem Regler drehe. Und schlägt das aus. Ihr hört den Effekt. So viel will ich da natürlich nicht drauf haben. Ich ziehe das mal ein bisschen zurück. So bis ich denke, dass es gut ist.
Und wenn ihr jetzt nur den Effekt hören wollt, dann könnt ihr auch hier den Send auf Solo stellen und dann hört ihr nur den Effekt. So habt ihr nur den Effekt, natürlich nur auf der Gruppenspur, weil das alles auf die Gruppenspur geroutet ist. Mach den mal solo hier wieder. So. Hört sich schon mal nicht schlecht an. Jetzt will ich auf den Drums hier aber auch noch einen Reverb haben. Jetzt sagt ihr erstmal, boy, Drums und Reverb. Natürlich ist das nicht so geil, auf einer Drum einen Reverb zu haben, wenn die Bässe und alles mitverhallt werden. Aber da gibt es einen kleinen Trick. Wir gehen nochmal in den Reverb. Ich mache es erstmal hier gerade auf Stopp. Und gehen nochmal hier rein. Gehen uns hier, was brauchen wir denn? EQ und Filter, dafür steht es ja auch. Nimmt den Autofilter, macht den hinter den Reverb. Stellen wir den auf Cut ein und der soll ab 500 Hertz, soll alles unterhalb von 500 Hertz soll der wegcutten. Habe ich jetzt nämlich nicht mehr auf den tiefen Tönen den Hall, sondern eben nur auf dem höheren Bereich und kann das auch auf eine Drumspur super einsetzen. Das hören wir uns gerade mal an. Ich mache das gerade mal solo. Erstmal ohne. Jetzt mische ich langsam den Reverb dazu. Na? Wäre mir jetzt auch ein bisschen zu viel, aber so könnte man das lassen. Und jetzt hat man ja meistens nicht nur einen Reverb, meistens hat man noch ein Delay. Und dann nehme ich jetzt auch erstmal nur das stinknormale Delay. Und stelle das mal, lass es mal einfach auf den Standard einstellen und stellen wir das auf 100%. Und würde das jetzt mal zufügen. Hört sich natürlich echt nicht gut an, aber ich möchte euch damit gerade mal was zeigen. Das ist nämlich jetzt wichtig. Ich gehe jetzt mal hier rein und sage, okay, ich möchte das Delay jetzt hier automatisieren. Dazu drehe ich den erstmal zurück, sorry. Und dann sage ich einfach mal, ab hier soll das angehen. Hier noch ein Punkt. Ich mache mir gerade den Bleistift mit der Taste B. Und hier soll der wieder weg sein. Haben wir es fast genau. Nicht so einfach. Gut. Dann ist es bei einem Return-Track so. Ich stelle den wieder auf Solo. Ist er ja. Wenn ich das jetzt abspiele. Ich zeige es euch nochmal. Merkt ihr? Das Delay läuft weiter, obwohl es schon aus ist, wenn ich das automatisiere. Das will ich ja auch so haben. Jetzt kommt der erste Unterschied. Ich mache das nochmal weg hier. Wie hätten wir uns besser lösen können? Hüllkurve entfernen, genau. Gehe hier raus, mache den Return-Track. Jetzt will ich den gleichen Effekt haben. Deshalb lasse ich den hier auf 100% stehen und mache es nur über das Ein- und Ausschalten vom Delay. Hat ja den gleichen Effekt. Ne? Habe ich hier den On-Off, mache wieder meinen Bleistift mit der Taste B. Will das hier Off haben und sage, hier soll das On. So, hier soll es wieder Off gehen und da bleibt es On. So rum. Gut. Ja, sorry. Muss ich auch erstmal rumprobieren. Gut. Und wenn ich das jetzt abspiele, wird Folgendes. Also ihr merkt, es kommt gar kein Delay. Ich ziehe das jetzt mal spaßeshalber mal einen Takt weiter. Und ihr hört, was ich meine. Dann macht er zwar ein Delay, aber das stoppt sofort, wie es wieder aus ist. Also das heißt, ich könnte gar nicht auf der Spur direkt den gleichen Effekt erzielen wie über den Send-Return-Kanal.
also über die Send-Return-Spur. Ja? Das wäre jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel, warum man das auf dem Send macht, um solche Effekte bei einer Automation zum Bleistift zu haben. Das gleiche gilt übrigens auch für den Reverb logischerweise. Könnt ihr jetzt nochmal hergehen und könnt mir diese beiden Sachen hier, den Reverb kopieren. Mach den auch hier rein. Delay lösche ich mal weg. So, mache jetzt hier den Try-Wet-Regler. Und will jetzt sagen wir mal hier eine Ramp. Dann will ich, dass es aufhört, dass ne? Und mach hier nochmal eine Ramp. Die soll hier auch direkt wieder so runtergehen. So, dann hört sich das Ganze so an. Ziemlich komischer Effekt. Mach's wieder weg. Die Kurve entfernen. Ja, mach den Effekt auch wieder hier raus. Und jetzt machen wir das gleiche über den Return. Nehmen wieder den Regler hier. Ziehe den nach oben. Der soll wieder abfallen. Und das gleiche mache ich hier nochmal. Der soll wieder hochgehen und soll dann hier wieder abfallen. Okay. Ziehe ich mir noch ein bisschen weiter gerade. So. Und jetzt hören wir uns das mal an. Merkt ihr den Unterschied? Das ist total subtil und hört sich gut an. Und das andere direkt auf dem Kanal hört sich einfach nicht so gut an. Ja, dann hatte ich ja gesagt, jetzt wollte ich euch nochmal zeigen, wenn wir das Ganze feedbacken. Ich lösche hier gerade mal die Automation raus. Jetzt schauen wir uns mal an, wenn ich das Ganze feedbacke. Dazu gehe ich jetzt einfach mal hier auf Send aktivieren. Und jetzt schicke ich das Signal erstmal nur an diese Beats-Spur hier. Und mische den langsam bei. Und jetzt feedbacke ich das Ganze hier rein. Und schalte es mal auf Solo. Schalte es mal wieder runter. Jetzt das Ganze nochmal wieder auf normal stellen und stopp das Ganze mal. Dann zeige ich euch das mal über das Delay gerade. Den machen wir mal wieder deaktivieren und Sense aktivieren. Wir gehen mal auf die Delay-Spur und dann zeige ich euch das Ganze mal mit dem Delay. Jetzt ein bisschen gefährlicher, sage ich jetzt einfach mal. Ich nehme aber auch mal lieber diese Spur hier. Das macht die Solo. Und dann mische ich erstmal das Delay bei. Und jetzt mische ich Delay bei. Na? Und jetzt feedback ich das Ganze. Dann seht ihr auch schon, wie hier der Pegel nach oben geht. Und dann seht ihr, das habe ich gemeint, ich habe gesehen, wie hoch der Pegel geht. Das schaukelt sich dann hoch. Und so kann man natürlich
schönes Sounddesign machen, aber muss man eben aufpassen, dass der Pegel einem nicht die Ohren wegfegt oder sonst irgendwas zu Schaden kommt. Jetzt hatte ich euch aber versprochen, ich zeige euch jetzt nochmal den Unterschied zwischen dem Bray und Post. Da wir das Signal ja bei Post nach dem Mischer-Einstellung abgegriffen, also ich habe den Regler jetzt immer auf 0 gemacht, damit die Lautstärke sehr hoch ist und nehme jetzt mal den Regler hier und ziehen den nach oben, während der Track solo läuft. Nein. Also ihr seht die Lautstärke. Also ihr hört, die Lautstärke beeinflusst stark das Signal, was zugemischt wird. Wenn ich das Ganze jetzt auf Bray schalte, wieder zurück mache, gleiche Lautstärke wohlgemerkt, Play. Ich mische es zu. Hört ihr erstmal nicht so viel Unterschied. Ich schalte das Ganze jetzt mal solo und wechsle dann mal auf Post. Und ziehe jetzt den Lautstärkeregler nach unten und dann seht ihr, was ich meine. Der Send-Effekt ist trotzdem zu hören, obwohl der Lautstärkeregler ganz unten ist, weil das Signal eben vor den Mixer-Einstellungen abgegriffen wird. Fahre ich den Lautstärkeregler wieder auf 0 hoch und schalte wieder auf Post. Und wenn ich jetzt den Lautstärkeregler runterziehe, ist das Signal weg. Okay? Also ich denke mal, Prinzip habt ihr verstanden. Bei Bray hat die Lautstärke keinen Einfluss auf das Signal, was im Return-Channel ankommt. Und bei Post sehr wohl. So, und jetzt noch eine Sache. Jetzt mache ich hier gerade nochmal einen Track. Neue Return-Spur. Und da lege ich mir jetzt einen Kompressor rein. Tri-Rate auf 100% einstellen. Und jetzt zeige ich euch mal was. Ich nenne das Ganze hier New York. Und dann passiert Folgendes. Ich spiele das erstmal gerade hier ab mit den Beats. Lösche die Compression zu. Nehme mir extra mal jetzt ein härteres Setup, nehme ich hier so eine Brickwall, weil das eine ziemlich harte Kompression ist. Dann denke erstmal, oh Mann, das hört sich total übersteuert und beschissen an. Wenn ich aber jetzt hierher gehe, das ganz runter mache, den Regler, also die Volume von der Return-Spur, und mische mir das jetzt ein bisschen bei, solange bis es gut anhört. Hört ihr den Unterschied? So hat er viel mehr Durchsetzungsvermögen. Na, vielleicht noch ein bisschen weniger. Ja, und so kann ich das jetzt zum Beispiel mit allen anderen Tracks auch machen. Und kann hier oben über den Send-Regler auch noch ein bisschen feiner einstellen, wie viel Effekt ich an welche Spur weitergebe. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal mit dem Reverb. Warum man einen Reverb auf einer Return-Spur haben sollte, ist ganz einfach zu erklären. Wenn ihr viele verschiedene Reverbs benutzt auf den einzelnen Spuren und wollt das dann später zusammen mixen, dann wird es ziemlich schwierig, das in einem Mix gut
abzumischen und auch unterzukriegen, sodass es gut anhört. Weil ihr verschiedene Räume benutzt. Wenn ihr einen Reverb benutzt oder vielleicht auch zwei, aber immer den gleichen, nur mit verschiedenen Einstellungen, einmal einen kurzen Reverb, einmal einen langen Hall, ja, dann könnt ihr über diese Regler immer so ein bisschen Anteil an jede Spur geben, so viel wie ihr braucht. Und es hört sich hinterher aber so an, als ob die Band in einem Raum gespielt hätte und nicht in verschiedenen Räumen. So kann man es vielleicht erklären. Ich zeige euch das gerade nochmal mit dem Reverb und mische da jetzt mal überall ein bisschen Anteil dazu und ja, hören wir uns mal an. Ich schalte den Return mal aus. Und schalten jetzt wieder ein. Mal sehen, ob ihr den Unterschied hört. Schalten mal die Spuren. Ist jetzt natürlich ein sehr kurzer Reverb hier, aber ich denke, man hat es gemerkt. Es ist sehr subtil, aber es hört sich irgendwie einfach so an, als ob das so besser zusammenpasst. Als ohne. Ich mache den jetzt gerade noch mal ein bisschen länger hier, von der Decay Time her. Dann hört ihr das ein bisschen deutlicher noch. Mach den mal solo. Das ist das, was der Anteil an Reverb jetzt wäre in dem Track. Ohne. Mit. Okay. Ich denke, das war's von mir von heute und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tutorial ein bisschen weiterhelfen. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial. In diesem Sinne, bis dahin.